Hallo und willkommen zurück zu Le German with Falk Uncut. Wie immer, zumindest in diesem Podcast. Und heute wollen wir über ein lustiges Thema sprechen, und zwar über das Thema Verlieren. Kannst du verlieren? Bist du ein guter Verlierer oder bist du ein schlechter Verlierer? Diese Frage habe ich mir in letzter Zeit öfter gestellt. Ich habe ein bisschen reflektiert und mich gefragt, bin ich eigentlich ein guter Verlierer? Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, wenn ich Fußball gespielt habe oder generell im Sport, dann mochte ich nicht so gerne verlieren. Verlieren war für mich nicht keine Katastrophe, aber es hat natürlich keinen Spaß gemacht. Aber es war noch im Rahmen. Es war noch okay. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Wir haben heute verloren. Fand ich nicht so toll, aber es war dann auch schnell wieder okay. Bei Gesellschaftsspielen hingegen, bei Brettspielen, da habe ich mich schon früher immer ein bisschen schwerer getan. Es fiel mir schwerer, es war schwerer für mich. Ich habe mich schwerer damit getan, zu verlieren. Zum Beispiel bei Monopoly oder beim Schach und bei anderen Spielen. Es fiel mir schwerer zu verlieren. Ich war ein bisschen ärgerlich. Nicht nur ein bisschen, manchmal auch sehr ärgerlich. Und ich musste das Verlieren erst lernen. Meine Mutter zum Beispiel ist eine fantastische Spielerin. Sie kann nämlich auch gut verlieren. Gut gewinnen und gut verlieren. Das heißt, wenn sie gewinnt, dann sagt sie nicht: „Ja, bin der Gewinner." Und wenn sie verliert, sagt sie auch nicht: „Mann, ich habe verloren" und ärgert sich, sondern für sie geht es bei den Brettspielen um den Spaß. Und so hatte ich ein positives Beispiel. Trotzdem habe ich, glaube ich, sehr lange gebraucht, bis ich gelernt habe zu verlieren. Heutzutage fällt es mir bei Brettspielen sehr leicht. Bei Brettspielen, wenn ich beim Brettspiel, beim Gesellschaftsspiel verliere, beim Kartenspielen, kein Problem. Dann ist das so. Das ist ja auch manchmal beim Spielen Glück und Pech. Darüber braucht man sich nicht aufregen, nicht ärgerlich werden. Wenn ich aber heute noch Fußball spiele oder Futsal, da merke ich schon, dass es mich ein bisschen stört, immer noch, wenn ich verliere. Da habe ich noch Ehrgeiz. Ehrgeiz, das bedeutet, man will gewinnen, man will die beste Leistung zeigen. Und also Gesellschaftsspiele und beim Sport, ich glaube, das sind 2 Dinge, bei denen ihr das auch kennt. Man gewinnt entweder oder man verliert. Also beim Sport fällt es mir immer noch ein bisschen schwer, also beim Futsal, beim Fußball. Bei anderen Sportarten nicht. Aber beim Fußball bin ich sehr passioniert, sehr leidenschaftlich dabei und deshalb fällt es mir manchmal schwerer. Aber ich arbeite daran, ein noch besserer Verlierer zu werden, wobei, was denkt ihr? Sollte man daran arbeiten, ein besserer Verlierer zu sein? Oder sollte man noch mehr trainieren, damit man nicht mehr verliert? Also, ich mache keinen Leistungssport. Ich mache Sport nicht professionell. Es ist nur ein Hobby. Ich spiele nur aus Spaß. Deshalb müsste ich mich ja eigentlich nicht ärgern. Ich könnte eigentlich ein guter Verlierer sein. Auf der anderen Seite, man will doch auch gewinnen, oder?
Also es ist eine Balance, denke ich. Man kann sich, glaube ich, ein bisschen ärgern. Ah, schade, heute hat es nicht funktioniert, aber man sollte dann auch ein guter Verlierer sein und dem anderen Team oder dem anderen Spieler gratulieren und sagen, hey, heute wart ihr besser als ich oder heute wart ihr besser als mein Team. Gratulation dazu, ihr habt es besser gemacht. Ich habe gerade schon vorhin bei meiner Mutter angesprochen, es gibt natürlich nicht nur gute Verlierer, sondern auch gute Gewinner. Und gute Gewinner zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mit ihrem Erfolg, mit ihrem Sieg angeben. Angeben und sagen, haha, wir sind die Besten und ihr seid die Loser, die Verlierer. Das sind schlechte Gewinner. Gute Gewinner zeichnen sich dadurch aus, ihr Charakteristikum ist, dass sie nicht mit dem Erfolg angeben, sondern dass sie vielleicht sagen, hey, ihr habt das auch gut gemacht, wir waren heute ein bisschen besser, wir hatten ein bisschen mehr Glück vielleicht auch. Und dann Shake Hands, die Hände schütteln und dann, ja, nicht mit dem Erfolg, nicht mit dem Sieg angeben, sondern einfach neutral dann sein und nicht prahlen. Prahlen, also das ist so, ha, wir sind die Besten. Das sollte man nicht. Oft fällt einem das nämlich später auf den Kopf. Es fällt einem auf den Kopf, nicht physisch, sondern eher sprichwörtlich. Also es ist wie eine Redensart. Es bedeutet, dass wenn man sehr angibt, sehr prahlt, dann später hat man selber Pech und ist selber in dieser Situation. Es fällt einem auf den Kopf und dann hat man dasselbe Problem oder man ist in derselben Situation. Karma nennt man das auch heutzutage. Und man will ja kein schlechtes Karma haben. Deshalb sollte man ein guter Gewinner sein, ein gutes Vorbild. Und ein guter Verlierer sein ist, denke ich, auch eine sehr gute Eigenschaft, die man lernen sollte. Man muss nicht glücklich sein, yay, ich habe verloren, super, klasse, toll, ich will wieder verlieren. Nein, das ist natürlich auch Quatsch, aber man sollte sich immer anstrengen, beim Sport besonders, und wenn es dann nicht funktioniert, dann soll es nicht sein. Kann man sich kurz ärgern, aber dann geht das Leben weiter. Es gibt auch ein Sprichwort, das sagt, dass das Leben Entschuldigung, das sage ich falsch. So, mal gucken, ob ich es richtig hinkriege. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. So lautet das Sprichwort. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Das heißt, wenn du Pech beim Spiel hast, hast du Glück in der Liebe. Und wer will kein Glück in der Liebe haben? Also lieber in der Liebe als beim Spiel, oder? Besser als andersrum, denke ich mir. Und also ich bin immer noch in dieser Phase, dass ich mich noch verbessern kann beim Verlieren, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Wie ist das bei euch? Seid ihr gute Verlierer oder seid ihr schlechte Verlierer? Könnt ihr nicht verlieren? Seid ihr so ehrgeizig, dass ihr nicht mal gegen eure Kinder beim Memory verlieren könnt? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Übrigens gibt es ein ganz berühmtes Spiel in Deutschland und der Name dieses Spiels lautet Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, ärgere dich nicht. Das ist ein Spiel mit einem interessanten Namen, denn bei diesem Spiel ärgert man sich normalerweise. Das Spiel ist so aufgebaut, dass man sich oft ärgert. Das Spiel kann sehr frustrierend sein.
besonders, glaube ich, für Kinder, weil man sehr schnell theoretisch gewinnen kann, aber auch immer kurz bevor man gewinnt, wieder verlieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt. Wahrscheinlich gibt es das Spiel in vielen Ländern, aber unter einem anderen Namen. Also googelt mal das Spiel Mensch, ärgere dich nicht und sagt mir mal eure Meinung zu diesem Spiel. Ich war gestern beim Futsal und ich habe mit meinem Team verloren. Wir haben viele Spiele verloren und deshalb bin ich zu diesem Thema gekommen, denn ich habe gemerkt, die ersten Spiele, okay, wir hatten ein bisschen Pech, kein Problem, aber als wir wieder und wieder verloren haben, habe ich schon gemerkt, dass es mich ein bisschen frustriert und auch ärgert. Und in diesem Sinne versuche ich weiter daran zu arbeiten, ein noch besserer Verlierer zu werden, aber auch ein guter Gewinner. Beides ist wichtig. Ein guter Gewinner sein und ein guter Verlierer. Und in diesem Sinne, ihr seid alles Gewinner, denn ihr wollt ja Deutsch lernen und beim Deutschlernen gibt es kein Verlieren, da gibt es nur Gewinnen. Jeder Tag des Lernens bringt euch näher an euer Ziel und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Jetzt wieder weiter beim Deutschlernen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.